In einem Haus über der Stadt liegt eine Uhr. Sie liegt nicht an der Wand. Sie liegt in einem Raum, den ein Mann dafür bestimmt hat, und sie ist genauer als jede andere Uhr in Essen. Nach ihr gehen die Werksuhren. Nach den Werksuhren gehen die Menschen. Der Mann, dem dieses Haus gehört, hat einmal überlegt, ob man nicht auch die Turmuhren der Stadt nach dieser einen Uhr stellen sollte. Damit niemand zu spät kommt. Damit alle zur selben Minute am Tor stehen. Er hat es nicht durchgesetzt. Aber dass er es überhaupt gedacht hat, sagt dir schon fast alles über diese Stadt. Denn hier ist die Zeit kein Naturereignis mehr. Hier ist die Zeit ein Werkzeug. Und heute gehst du durch diesen Tag, Stunde für Stunde, so wie ihn ein Mensch im Jahr 1890 durchgeht. Es ist 4 Uhr am Morgen, und es ist dunkel. Nicht die Dunkelheit eines Dorfes. In einem Dorf wäre jetzt nichts. Hier ist etwas. Am Horizont steht ein rötlicher Schein, der nicht von der Sonne kommt, und er verschwindet auch nicht, wenn die Sonne aufgeht. Es sind die Hochöfen und die Feuer der Werke. Sie brennen weiter, während die Stadt schläft, weil man sie nicht ausgehen lassen darf. Ein Feuer, das erkaltet, kostet mehr als ein Feuer, das man nachts durchfüttert. In den Häusern geht Licht an. Nicht überall zugleich, sondern in Wellen, Straße für Straße, so wie die Schichten beginnen. Du hörst als erstes die Schritte. Genagelte Schuhe auf Kopfstein, viele davon, und sie gehen alle in dieselbe Richtung. Niemand spricht viel um diese Zeit. Ein Husten. Ein kurzer Gruß. Sonst nur das Geräusch von Eisen auf Stein, und es wird lauter, je näher du der Zeche kommst. Diese Stadt hat 1890 rund 78.000 Einwohner. Merk dir die Zahl, denn sie hält nicht. 5 Jahre später sind es 96.000. 10 Jahre später 118.000. Essen wächst in einem Tempo, das keine Stadtplanung mitmacht. Die Menschen kommen aus Westfalen, aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Polen. Sie kommen wegen der Kohle, und sie bleiben wegen der Arbeit. Wenn du sie fragst, woher sie kommen, bekommst du Antworten in 4 Sprachen. Der Weg zur Zeche führt an den Kolonien vorbei. So heißen die Wohnsiedlungen hier, Kolonien. Ganze Straßenzüge aus gleichen Häusern, aus rotem Backstein, 2 Geschosse, ein kleiner Garten hinten. Sie gehören nicht den Menschen, die darin wohnen. Sie gehören dem Werk. Eine davon heißt Kronenberg. Sie ist in den frühen 70er Jahren gebaut worden, und nach allen Erweiterungen stehen dort gut 1500 Wohnungen für etwa 8000 Menschen. Eine kleine Stadt in der Stadt. Der Garten hinter dem Haus ist nicht Zierde. Dort steht Kohl, dort stehen Kartoffeln, dort lebt oft ein Schwein oder ein paar Ziegen. Was der Lohn nicht deckt, deckt der Garten. Und du merkst schnell, wo hier die Grenze liegt. Wer die Wohnung vom Werk hat, hat ein Dach. Aber wer die Arbeit verliert, verliert beides am selben Tag. Jetzt stehst du am Schacht. Über dir das Fördergerüst, Eisen gegen den dunklen Himmel, und darüber die Seilscheiben, die sich drehen, sobald der Korb fährt. Ein Signal. Ein Ruck. Dann fällt der Korb. Und mit ihm fällst du. Es geht schneller, als dein Magen erlaubt. Das Licht des Tages wird zu einem hellen Punkt über dir, dann zu einem Strich, dann ist es weg. Die Luft wird wärmer. Sie riecht nach nassem Stein, nach Öl, nach etwas, das man nicht benennen kann und das man nie wieder vergisst. Unten ist es nicht still. Wasser tropft. Irgendwo schlägt Eisen. Die Pferde, die hier unten arbeiten, atmen in der Dunkelheit, viele von ihnen kommen jahrelang nicht mehr nach oben. Du gehst gebückt durch einen Stollen, dessen Decke von Holzstempeln gehalten wird, und dieses Holz gibt Geräusche von sich. Es knackt. Es arbeitet. Ein alter Hauer wird dir sagen, solange das Holz spricht, ist es gut. Gefährlich wird es, wenn es aufhört. Vor der Kohle steht die Arbeit des Aushauens. Der Hauer liegt oder kniet in einem Raum, der oft niedriger ist als ein Tisch. Er schlägt mit dem Keilhauen in das Flöz, er löst die Kohle Stück für Stück, und der Schlepper bringt sie weg. Es ist heiß. Es ist eng. Es gibt keinen Ort, an dem du aufrecht stehen kannst. Und das Licht, in dem das geschieht, ist eine einzige Flamme in einer Lampe. Diese Lampe ist kein Komfort, sie ist ein Messgerät.
Wenn die Flamme länger wird und blau zuckt, ist Gas im Stollen. Dann hast du nicht Minuten, sondern Sekunden. Die Männer hier lesen dieses Licht, wie andere Menschen ein Barometer lesen. Ein Jahr vor diesem Tag stand das alles still. Im Mai 1889 legten die Bergleute des Ruhrgebiets die Arbeit nieder. Nicht ein Schacht, nicht eine Zeche, fast alle. Rund 90.000 Männer streikten. Es war der erste organisierte Massenstreik im Ruhrbergbau und mit 14 Toten der blutigste Streik des ganzen Kaiserreichs. Sie forderten kein Wunder. Sie forderten kürzere Schichten, höhere Löhne und das Ende von Praktiken, die sie beim Abwiegen ihrer eigenen Arbeit betrogen. Und dann geschah etwas, das niemand erwartet hatte. 3 Bergleute fuhren nach Berlin. Sie hießen Friedrich Bunte, Ludwig Schröder und August Siegel, und am 14. Mai 1889 empfing sie der Kaiser. Wilhelm II. War jung, kaum ein Jahr im Amt, und die Bergleute sprachen ihn als obersten Bergherrn an, als den Mann, dem der Berg am Ende gehört. Der Kaiser tadelte den Streik. Aber er sagte auch zu, die Beschwerden prüfen zu lassen. Einen Tag später wurde in Berlin ein Protokoll geschlossen, das für den Bergbau eine 8-Stunden-Schicht festhielt, die Ein- und Ausfahrt mit je einer halben Stunde eingerechnet. 8 Stunden. Wenn du heute, im Jahr 1890, hier unten stehst, dann stehst du in einer Schicht, die es in dieser Form erst seit einem Jahr gibt. Und sie ist nicht geschenkt worden. Sie ist erstritten worden, von Männern, die dafür ihren Lohn und teilweise ihr Leben riskiert haben. Fahr wieder nach oben. Das Licht tut jetzt weh, auch wenn der Himmel grau ist. Dein Gesicht ist schwarz und es bleibt schwarz, weil Kohlenstaub sich in die Haut setzt und nicht mit einem Waschgang verschwindet. An den Augenlidern bleibt ein dunkler Rand, den viele Bergleute ihr Leben lang tragen. Man erkennt hier den Beruf eines Mannes, bevor er ein Wort gesagt hat. Und jetzt geh nach Westen, denn dort steht das andere Essen. Nicht unter der Erde, sondern auf ihr, und es ist so groß, dass du seine Grenze nicht siehst. Die Gussstahlfabrik. Sie ist keine Fabrik im Sinne eines Gebäudes. Sie ist ein Stadtteil aus Hallen, Schornsteinen, Gleisen und Höfen, mit eigenen Straßen, eigener Feuerwehr, eigener Wasserversorgung. Als Alfred Krupp 3 Jahre vor diesem Tag starb, arbeiteten in seinem Unternehmen über 20.000 Menschen. 20.000 Beschäftigte. In einer Stadt mit 78.000 Einwohnern. Rechne kurz nach und du verstehst, warum man hier nicht sagt, jemand arbeite in Essen. Man sagt, er ist bei Krupp. Der Lärm beginnt, bevor du das Tor erreichst. Es ist kein einzelner Ton. Es ist ein Untergrund aus Dampfhämmern, die im Takt schlagen, auszischen, aus dem Rollen von Lorraine auf Schienen. Du gewöhnst dich daran, und genau das ist das Unheimliche, nach einer Stunde hörst du es nicht mehr. Die Menschen hier hören es seit Jahren nicht mehr. In den Hallen ist es hell, aber nicht vom Tageslicht. Flüssiger Stahl gibt ein Licht, das keine Lampe nachmacht. Es ist weiß in der Mitte und orange am Rand, und wenn es aus dem Ofen läuft, wandert dieses Licht über die Gesichter der Männer, die daneben stehen. Sie schauen nicht weg. Sie schauen hin, weil sie an der Farbe erkennen, ob die Schmelze richtig ist. Was hier entsteht, verlässt Essen in 3 Richtungen. Das erste sind Räder. Radreifen für die Eisenbahn, aus einem Stück, ohne Schweißnaht. Das klingt nach einer Kleinigkeit, und es ist der Grund, warum dieser Name um die Welt geht. Ein Rad mit Naht kann bei voller Fahrt aufreißen. Ein Rad ohne Naht nicht. 3 ineinandergelegte Ringe sind das Zeichen dieser Firma, und sie stehen genau dafür. Das zweite sind Kanonen. Geschütze aus Gussstahl, zuerst für Preußen, dann für einen Weltmarkt, der zahlt. Das dritte sind Panzerplatten für Kriegsschiffe. Und du kannst die 3 nicht trennen. Dieselbe Stadt, dieselben Öfen, dieselben Hände machen den sicheren Zug für den Reisenden und das Rohr, aus dem geschossen wird. Es ist Mittag, und du gehst durch die Kolonie zurück. Jetzt siehst du, was du am Morgen im Dunkeln nicht gesehen hast. Die Straßen sind voll von Kindern. Das ist keine Stimmung, das ist Statistik. Die Familien der Bergleute gehören zu den kinderreichsten in ganz Deutschland, und der Grund ist bitter einfach: In einer Stadt aus Kohle und Stahl gibt es für Frauen kaum bezahlte Arbeit.
Man heiratet früh, man bekommt viele Kinder und die Arbeit der Frau findet im Haus statt, wo sie niemand zählt. Aber sie ist da und sie hört nie auf. Wasser holen, Kohlen tragen, kochen für 7, 8, 9 Personen. Waschen ohne Maschine, mit Lauge, die die Hände zerfrisst. Und dann die Arbeitskleidung eines Mannes, der aus einem Schacht kommt, in dem alles schwarz ist. Viele Familien haben zusätzlich einen Kostgänger im Haus. Einen fremden Mann, meist einen jungen Zuwanderer ohne Familie, der ein Bett mietet und mit isst. Er zahlt, und dieses Geld hält den Haushalt über Wasser. Manchmal schläft er in dem Bett, das der Mann der Familie gerade verlassen hat, weil dessen Schicht begonnen hat. Ein Bett, 2 Männer, 2 Schichten. Ein paar Straßen weiter steht ein Gebäude, vor dem eine Reihe wartet. Das ist die Konsumanstalt. Ein Laden, der zum Werk gehört und in dem die Arbeiter das Nötige billiger bekommen als sonst in der Stadt. Mehl, Speck, Kaffee, Seife. Es gibt sie in mehreren Kolonien, und für viele Familien entscheidet dieser Preisunterschied darüber, ob der Monat aufgeht. Und zugleich ist sie ein weiterer Faden, der dich an das Werk bindet. Denn schau, was sich hier summiert. Die Wohnung gehört dem Werk. Der Laden gehört dem Werk. Der Arzt, die Kasse, die Schule, das Gasthaus, sogar der Saal, in dem du deine Feste feierst, alles kommt aus derselben Hand. Es ist Fürsorge, und niemand hier würde sie ablehnen. Sie ist echt, und sie ist mehr, als der Staat in diesen Jahren bietet. Aber sie hat einen Preis, den man nicht in Mark bezahlt. Wer sich mit dem Werk anlegt, legt sich nicht mit seinem Arbeitgeber an. Er legt sich mit seinem Vermieter, seinem Kaufmann, seinem Arzt und dem Schulhaus seiner Kinder an, alles am selben Tag. Am Abend füllt sich die Bierhalle. Hier sitzen sie nun, die Männer aus dem Schacht und die aus der Halle, und die Sprache ist ein Gemisch. Ruhrdeutsch mit westfälischem Rest, dazwischen polnische Wörter, die niemand mehr übersetzt, weil alle wissen, was sie bedeuten. In diesen Jahren entsteht hier eine Art zu sprechen, die es vorher nicht gab und die noch lange bleiben wird. Es gibt eine Kegelbahn, es gibt einen Saal, der über 1000 Menschen fasst, es gibt einen Musikpavillon. Und wenn du an einem solchen Abend still bist und zuhörst, hörst du 2 Gespräche nebeneinander. Das eine ist Alltag, Preise, Wetter, ein Unfall auf Schacht 3, ein Kind, das krank ist. Das andere ist neu. Es geht um Vereine, um Kassen, um Versammlungen, um das, was im Mai vor einem Jahr passiert ist. Diese Männer haben erlebt, dass 90.000 Menschen gemeinsam etwas erzwingen konnten. Das vergisst man nicht wieder. Jetzt hebt den Blick nach Süden, zu den Hügeln über dem Ruhrtal. Dort steht ein Haus mit über 200 Räumen. Es ist das Haus der Familie, der die Fabrik gehört. Von dort oben sieht man die Stadt, den Rauch, den Schein der Feuer bei Nacht. Und in einem dieser Räume liegt die Uhr, von der wir am Anfang gesprochen haben, die Uhr, nach der die Werksuhren gehen. Der Weg vom Schacht bis zu diesem Haus ist keine Stunde weit. Der Weg vom Leben im Schacht bis zum Leben in diesem Haus ist nicht messbar. Und beides ist dieselbe Stadt. Es gibt etwas in dieser Stadt, das du nicht siehst, weil es überall ist. Der Rauch. Er kommt nicht aus einem Schornstein, sondern aus Hunderten, und er bleibt liegen. An manchen Tagen hängt er so tief, dass die Sonne durch ihn hindurch als heller Fleck erscheint, ohne Ränder. Die Wäsche, die eine Frau am Morgen aufhängt, ist am Abend grau. Deshalb wäscht man hier nicht nach Plan, sondern nach Wind. Der Ruß setzt sich auf Fensterbänke, auf Blätter, auf Kinderhände. Er setzt sich auch in Lungen, und niemand nennt das im Jahr 1890 eine Krankheit mit eigenem Namen. Man sagt, einer hustet. Man sagt, es geht ihm nicht gut. Man sagt, die Arbeit hat ihn geholt. Und man rechnet damit. Ein Mann, der mit 14 einfährt, hat mit 40 einen Körper, den ein Landarzt bei einem 60-Jährigen erwarten würde. Das ist keine Klage in diesen Straßen. Das ist eine Beschreibung. Auch der Platz ist knapp, und zwar auf eine Art, die man sich schwer vorstellt. Wenige Jahre nach diesem Tag ist die Bevölkerungsdichte in Essen höher als in jeder anderen deutschen Stadt außer Berlin und Breslau. Nicht die Fläche der Stadt wächst zuerst, die Zahl der Menschen darin wächst zuerst. Man rückt zusammen. Man vermietet ein Bett.
Man teilt einen Hof, eine Pumpe, einen Abort mit mehreren Familien. Deshalb ist der Garten hinter dem Haus kein Hobby. Er ist der einzige Ort, an dem eine Familie noch etwas besitzt, das ihr niemand kündigen kann. Die Sonne geht unter und die Stadt wechselt nur die Schicht. Die Männer, die am Morgen eingefahren sind, sind längst zurück. Andere gehen jetzt. Am Werkstor stehen wieder Menschen im Halbdunkel und die Uhr über dem Tor zeigt die Zeit, die in dem Haus auf dem Hügel gemessen wird. In den Hallen wird es jetzt am eindrucksvollsten. Nachts sieht man, was Stahl wirklich ist. Der Guss läuft und für ein paar Sekunden steht über der Halle ein Licht, das man kilometerweit sieht. Kinder in den Kolonien kennen dieses Licht. Sie wissen, wann es kommt, weil ihr Vater ihnen gesagt hat, wann gegossen wird. Und der Schein am Horizont, den du am Morgen für den Sonnenaufgang halten wolltest, ist jetzt so hell, dass darunter niemand mehr von Nacht spricht. Bleib noch einen Moment stehen und schau, was aus alledem geworden ist. Die Zahlen, mit denen wir angefangen haben, laufen weiter. Aus 78.000 Menschen im Jahr 1890 werden 10 Jahre später 118.000. Essen wird zu einer der größten Städte des Reiches, nicht weil es eine Residenz ist, nicht weil dort ein Fürst sitzt, sondern weil unter ihm Kohle liegt und darauf Stahl gemacht wird. Die 8-Stunden-Schicht, die 1889 erstritten wurde, ist erst der Anfang. Aus den Kassen und Vereinen, die an den Wirtshaustischen besprochen werden, werden Gewerkschaften. Aus dem Streik von 90.000 Männern wird die Erfahrung, dass ein einzelner Bergmann nichts durchsetzt und 90.000 schon. Die Kolonien stehen zum großen Teil bis heute. Man kann durch Kronenberg gehen, an denselben Becksteinhäusern entlang, in denen 8.000 Menschen wohnten. Und die Zechen? Die letzte Zeche in Essen fördert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein Kohle und die letzte im ganzen Ruhrgebiet schließt im Jahr 2018. Die Schachtanlage Zollverein, die nördlich dieses Tages liegt, wird kein Industriedenkmal aus Zufall, sie wird Weltkulturerbe. Was bleibt, ist der Rhythmus. Wenn du heute im Ruhrgebiet stehst, gehen keine Seilscheiben mehr. Aber die Städte liegen noch so, wie die Zechen sie hingelegt haben. Die Straßen führen noch dorthin, wo ein Schacht war. Die Siedlungen stehen noch um Werke herum, die es nicht mehr gibt. Und die Uhr? Die Uhr in dem Haus über der Stadt hat ihre Aufgabe verloren. Niemand stellt mehr Werksuhren nach ihr, niemand geht mehr nach ihr zum Tor. Aber die Idee dahinter ist geblieben, und sie ist größer geworden, als der Mann sie gedacht hat. Wir alle leben nach einer Zeit, die nicht die Sonne macht. Wir stehen auf, wenn ein Gerät es sagt. Wir gehen, wenn eine Schicht beginnt. In Essen konnte man 1890 zum ersten Mal sehen, wie das aussieht, wenn eine ganze Stadt so lebt. Sie hat es nicht gewählt. Sie hat es ausgehalten und sie hat sich in einem einzigen Mal dagegen gestellt und etwas gewonnen. Wenn dir dieser Gang durch Essen gefallen hat, dann sag mir in den Kommentaren, welche Stadt soll ich als nächstes rekonstruieren.